Heute testen wir die CAMOS 15 Nm Direct Drive Wheelbase und ein dazu passendes CAMOS GT Lenkrad. In diesem Review gehen wir auf alle Details von A bis Z ein und am Ende gibt's einen sehr ausführlichen Rennstreckentest samt Fazit und Kaufempfehlung. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Das Bundle wurde über den in Deutschland ansässigen Distributor SimMotion vermittelt und von CAMOS zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Anbieter. Doch nun kann's losgehen. Das Unternehmen. Hinter CAMOS steht das Unternehmen Windbooster, welches seit 2008 in Sachen elektronischer Bauteile für den Automarkt sowie Tuning-Komponenten und Cards unterwegs ist. 2016 präsentierte das Unternehmen ein vollelektrisches Supercar. Mit CAMOS steigt Windbooster nun ins Simracing-Geschäft ein und beliefert weltweit Distributoren wie eben auch SimMotion in Deutschland mit Simracing-Peripherie und diversen anderen Dingen. Neben der hier gezeigten CAMOS Direct Drive Wheelbase gibt's ein dazu passendes GT-Lenkrad, weitere Peripherie soll angeblich folgen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Die CAMOS 15 Nm Direct Drive Wheelbase wird mit einem Grundpreis von $499 angeboten. Im Bundle mit dem Lenkrad kommen $199 dazu. Insgesamt werden somit $698 für Wheelbase und Lenkrad fällig. Beachtet beim Kauf direkt über Windbooster Importgebühren und üblicherweise hohe Versandkosten, die auf der Homepage nach Europa mit €200 extra veranschlagt werden. Weiters werden Importe in Sachen Garantie- und Gewährleistungsansprüche nicht nach dem bei uns in Europa geltenden Recht abgewickelt. Alternativ lässt sich dieses Paket auch über den in Deutschland ansässigen Distributor SimMotion erwerben. In diesem Fall werden €7,89 für die Wheelbase und €2,89 für das Lenkrad fällig. Importgebühren gibt es dabei natürlich keine zu berücksichtigen, wenn ihr im EU-Raum lebt. Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüche werden dann beim Kauf über ein in Deutschland ansässiges Unternehmen wie SimMotion klarerweise nach deutscher Gesetzeslage und direkt über SimMotion abgewickelt. Kapitel Nummer 2 der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die CAMOS 15 Nm Direct Drive Wheelbase, Stromversorgung, USB-Kabel und das Lenkrad samt Montagematerial. Die Ware kommt in einer einfachen Retail-Verpackung samt Überkarton von SimMotion zu euch ins Haus geliefert. Kapitel Nummer 3 die Upgrade-Möglichkeiten und die Preise. An dieser Stelle kann ich euch noch keine Informationen mitgeben. Der Blick auf die Anschlussmöglichkeiten rückseitig der Wheelbase verrät aber, dass CAMOS offensichtlich weitere Simracing-Peripherie in Planung hat. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei CAMOS um ein offenes System, welches mit dem eigenen CAMOS-Lenkrad kompatibel ist oder über das Lochbild der Wheelbase-Aufnahme mit Produkten von Drittanbietern betrieben werden kann. Beachtet in diesem Fall, dass die Übertragung der Lenkradeingaben dann nicht über die Wheelbase, sondern anders bereitgestellt werden muss. In meinem Fall überträgt das Cube Controls F Pro Lenkrad die Signale via Bluetooth direkt an den PC. Wenn ein Lenkradaufsatz wie von mir, der Fanatec Nesca, verwendet wird, dann gibt's damit auch keine Eingaben zu übertragen. Hier muss dann zumindest ein externer Shifter in Anspruch genommen werden, um dieses Produkt entsprechend nutzen zu können. Die Kompatibilität mit der Montage am Rig
ist über ein 95 x 92 mm Lochbild an der Unterseite der Wheelbase gegeben. Die Maße entnimmt ihr der Bedienungsanleitung, die ihr auf der Camers Homepage herunterladen könnt. Die Angabe M8 Screw Hole ist dabei falsch, es handelt sich um M6 Gewindebohrungen. Beachtet, dass es sich nicht um ein gängiges Lochbild handelt, sondern dieses selbst an eurem Rig gebohrt werden muss. Ich empfehle einen Körner, damit der Bohrer nicht verläuft, einen 6,5 mm Bohrer und einen Senker zum Entgraten. An meinem Race X Rig war die Sache in 5 Minuten erledigt, da sich die Aluminium-Wheelbase-Platte sehr einfach bearbeiten lässt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das ist die Kompatibilität mit Plattform und Software. Das Camers-Paket ist uneingeschränkt mit dem PC kompatibel, wenn der Spiele-Support gegeben ist. Ein Konsolensupport ist derzeit Stand Juni 2022 nicht gegeben. In Sachen Software werden einige Rennspiele unterstützt. Eine Auflistung findet ihr auf der Camers Homepage. Über meine getesteten Anwendungen und Erfahrungen sprechen wir dann ausführlich in ein paar Minuten. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 6, das ist die Power. Die Camers Wheelbase bringt ein Spitzendrehmoment von 15 Newtonmeter an die Motorachse. Ich habe dies klarerweise wieder selbst ermittelt und versucht nachzuvollziehen, inwieweit die Werksangabe übereinstimmt. Ich habe über 11,4 Kilogramm, das sind umgerechnet 111,8 Newton, bei 14 cm Abstand zur Motorachse ermittelt. Das ergibt dann umgerechnet 15,6 Newtonmeter Spitzendrehmoment und liegt somit etwas über der versprochenen Werksangabe von 15 Newtonmeter. Ich habe mich damit einige Runden geplagt geschunden und es gab kein Fading, das ist das Nachlassen der Power zu bemerken. Ebenso blieb das Gehäuse der Wheelbase eiskalt und der Lüfter aus Sitzentfernung unhörbar. Um das Kräfteverhältnis einzuordnen, liegt die Camers Wheelbase damit etwas unter einer Fanatec Podium DD1 Base mit 20 Newtonmeter Spitzendrehmoment. Verglichen mit einer Fanatec CSL DD bzw. Pro samt Boostkit, welche 8 Newtonmeter Drehmoment bereitstellen, stellt Camers die doppelte Power bereit, genauso wie die vor kurzem getestete Moza R16 Wheelbase. Wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass ich grundsätzlich mit hohen Drehmomentspitzen unterwegs bin, gerade wenn ich ein großes GT-Lenkrad im Einsatz habe. Meine Fanatec Podium DD1 bzw. Simucube SC2 Pro betreibe ich dann mit einem Spitzendrehmoment von maximal 14-15 Newtonmeter, welches die Camers Base ebenso bereitstellen kann. Diesbezüglich muss ich also auch mit der Camers keine Powerabstriche hinnehmen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Technik. Direct Drive Wheelbases wie die hier vorgestellte Camers DD Wheelbase unterscheiden sich von herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad oder Kombinationen von Zahnrad- und Riemenkonstruktionen ausgeführt wird. Bei Direct Drive Wheelbases sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei übertragen zu können, so wie dies eben auch im realen Motorsport der Fall ist. Über die technischen Unterschiede haben wir in den letzten Monaten sehr ausführlich gesprochen. Klickt in meinem Kanal auf Videos und holt die dazu passenden Reviews bei Bedarf nach. Die Kühlung bei Camers erfolgt aktiv über einen rückseitig verbauten Lüfter im Inneren des Gehäuses. Dieser wird auch unter Belastung im Alltag aus Sitzentfernung nicht hörbar, außer man hält sein Ohr direkt ans Gehäuse. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 8, das sind die Abmessungen. Diese sehen wir uns am besten live an. Gucken wir uns die technischen Details, die Maße der Camers DD Wheelbase an. Ihr habt ein sehr schweres Ding hier am Start. Wenn ihr das Ding in die Hand nehmt, dann denkt ihr, was ist das für ein extrem schweres Ding hier? Wir sind gemessen bei 11,628 Kilogramm. Das ist meine schwerste bis dato am Start gehabene Wheelbase. Podium DD1, Simucube SC2 Pro, die liegen bei um die 10 Kilogramm. Wichtige Maße für euch könnt ihr auch auf der Homepage entnehmen. Wir messen das hier nochmal gemeinsam durch. Ihr habt eine Länge des Gehäuses von 230 mm, inklusive Quick Release sind wir bei 330. Ihr habt eine Höhe der Base von 140. Wir haben eine Breite von 195. Und das war's schon mit den wichtigsten Maßen.
Für euch, das zeige ich euch jetzt noch rückseitig an der Base. Da habt ihr die Anschlüsse von links beginnend, den Power-Anschluss für euer Netzteil. Ihr habt 2 Shifter-Anschlüsse, einen E-Stop, noch einen Anschluss, dann Pedals, Handbrake und dann nochmal für Shifter einen USB-Anschluss und ihr seht hier einen Lüfter eingelassen. Drehen wir das Ding um in Sachen Rig-Montage, sieht es folgendermaßen aus. Ihr habt 4 Gewindelöcher M6 in die Wheelbase eingelassen, habt auch hier die Abstände auf der Homepage. Da waren wir in der Breite bei 92 und in der Länge irgendwo bei 96. Guckt das nochmal nach. Ich habe die Befestigungsschrauben verwendet. Inbus M6 mit einer Länge von, ohne Beilagscheibe klarerweise gemessen, ich glaube, ja, 25er waren das, M6 mal 25. 4 Stück zur Befestigung. Ihr habt theoretisch eine Tiefe, das sage ich euch an dieser Stelle auch noch, von 35 mm und das Gewinde scheint bis ins Senkloch hinein verbohrt zu sein. 25 mm Länge, das reicht bei Weitem, um dieses Ding stabil an euer Rig zu bringen. Ein wichtiges Detail an dieser Stelle noch, das seht ihr hier, der Quick Release, die Motorachse, die ragt in 90-gradigen Winkel aus dem Gehäuse hinaus. Das heißt, den Anstellwinkel, den müsst ihr klarerweise über euer Rig bewerkstelligen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, das ist die Ausstattung der Wheelbase. Auch hier gucken wir am besten live mit rein. Kommen wir zur Ausstattung der Wheelbase. Wie eben erklärt, ihr habt rückseitig sämtliche Anschlüsse. Was bietet die Camus DD Wheelbase noch? Ihr habt hier auf der Seite eine Nut eingelassen, einmal links, einmal rechts, um weitere Peripherie zu montieren. Da dürfte Nutenstein, 8er Nutenstein hier reinpassen, um, keine Ahnung, etwaige Peripherie, oder wollt ihr hier irgendein Dashboard mit einer Halterung montieren, eine Buttonbox, was auch immer, daran zu befestigen. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, über ein Aluprofil-Rig hier einen Nutenstein einzuziehen und dann über ein Winkelbracket, über irgendeinen Winkel, diese Camus DD Wheelbase auch von der Seite direkt mit eurem Rig zu verschrauben. Ihr habt hier eine Weite von, das sind 8,5 mm, das heißt mit einer M8 könnt ihr hier an den Nutenstein gehen. Nächstes Ausstattungsmerkmal sind diese für eine Wheelbase unüblich vielen Bedienelemente, die ihr frontseitig angebracht habt. Ihr habt hier einen 3-Wege-Wippschalter, 1, 2, 3 Positionen, die ihr belegen könnt. Ihr habt einen Auf- und Ab-Wippschalter, der sich dann zur Mitte hin zentriert. Dann habt ihr diese Drehschalter, diese Encoder, links, rechts, einmal, zweimal, die dasselbe Feedback bieten wie auch am Lenkrad, dazu kommen wir dann später. Und dann habt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Buttons, die hier eingelassen sind. Den On-Off-Button, den drückt ihr, schaltet die Wheelbase ein, die dreht sich einmal um 360 Grad, um zu referenzieren. Das war's. Beachtet dies, wenn ihr mit einem Drittanbieter Lenkrad mit Kabelumwickelung an die Wheelbase geht, dass sich hier nichts
verwickelt, überstreckt vom Kabel. Ausschalten, den Button um die 2-3 Sekunden gedrückt halten und ihr schaltet die Wheelbase aus. Und weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, die Abmessung des Lenkrads, wieder live für euch ins Haus geliefert. Weiter geht's mit den Abmessungen des Lenkrads. Ihr habt ein großes GT-Lenkrad mit einem Durchmesser von 33 cm in etwa. Ihr habt einen griffigen, breiten, dicken Lenkradkranz, ein dickes Rim. Da habt ihr 32 mm in der Breite und um die 30 mm in der Dicke. In Sachen Gewicht sieht es folgendermaßen aus. Dieses Lenkradpaket bestehend aus dem Quick Release, dieser Buttonbox und dem Lenkradkranz bringt, das sind 1,8, knapp 1,9 Kilogramm auf die Waage. Welche Abmessungen sind wichtig für euch? Ihr habt die Schaltpedals aus Carbon mit einer Dicke von 3 mm am Start. Diese sind relativ breit gehalten. Ihr habt Auflagefläche 105 mm für eure Finger. Könnt den Abstand zum Rim hier nach außen oder nach innen setzen. Ich bin jetzt möglichst weit nach innen und dann seht ihr, ihr habt so eine Flucht mit Ende des Lenkradkranzes und könnt diesen bei Bedarf, was sind das, einen Zentimeter in etwa, knapper Zentimeter, noch nach außen setzen, wenn ihr kürzere Finger habt. In meinem Fall seht ihr, für mich ist das eine angenehme Position, mit der ich dann mit den Fingern ans Schaltpedal gehen kann. Alle Finger können komfortabel aufgelegt werden, alle 4 Finger. Und ihr seht auch bei der Betätigung, egal ob ober- oder unterseitig, dieses Ding bleibt sehr solide in Position. Der Abstand zum Rim der Pedals, der ist nicht veränderbar. Der beträgt um die 3 cm und ihr habt einen Schaltweg von, ich würde jetzt sagen, um die 6 mm Schaltweg habt ihr über die Schaltmechanik bei den Pedals. Was gibt es noch in Sachen Pedals zu berichten? Ihr habt ein sehr leichtes Auslösefeedback dieser Schaltpedals von ein paar hundert Gramm. Da sind wir bei um die 600 Gramm gelandet, um diese Schaltmechanik auszulösen. Ich würde jetzt sagen eher im Bereich 500 Gramm. Knappe 500 Gramm, das heißt sehr leichtgängig auszulösendes Schaltfeedback. Wie sieht es aus mit der Lautstärke, wenn ihr in einem ruhigen Raum unterwegs sein wollt? Ich schaue mal, dass ihr hier dies ins Bild bekommt. Aus unmittelbarer Entfernung. Aus unmittelbarer Entfernung, wenn ihr jetzt diese Schaltpedals nicht schnalzen lässt, seid ihr im Bereich von um die 70 Dezibel gelandet. Das ist nicht sonderlich laut für Magnetic Shifter. In einem Schlafraum zu laut, in einem Wohnraum in meinen Augen auf jeden Fall erträglich. Wie sieht es aus mit dem Auslösefeedback der Buttons und dieser Schalter, dieser Switches? Die Buttons haben ein sehr zweckmäßiges Feedback. Das erfüllt seinen Zweck, nicht mehr, nicht weniger. Ihr habt ein Auslösefeedback von ebenso einem halben Kilogramm in etwa und habt nicht diesen klassischen Klickschalter mit kurzem Weg, sondern einen relativ langen Schaltweg, um dieses Ding zur Auslösung zu bringen. Diese VIP-Schalter, die rasten in meinen Augen gut ein, sind gut bedienbar, auch ein gutes haptisches Feedback und diese Encoder, gleich wie auch auf der Wheelbase, die haben eine sehr feine Rasterung, sind sehr leichtgängig, in meinen Augen kaum ein haptisches Feedback, dass dieses Ding dann auch einrastet. Das müsst ihr schon sehr feinfühlig rausfühlen. Ein paar Worte noch zum Wheel, eben mit Glattleder überzogen. Ihr seht mit dem Kreuzstich innenseitig vernäht. In diesem Fall, das riecht man, handelt es sich um Echtleder. Das ist sehr feines, sehr gut verarbeitetes Material in meinen Augen. Ich schulde euch noch die Maße, die Tiefe des Lenkrads. Die ist, sagen wir mal, der Quick Release, da sind wir bei um die 6 cm. Und die Buttonplate samt Rim trägt mit 45 mm auf. Da seid ihr bei insgesamt, ja, das sind dann um die 105 mm Gesamtbautiefe dieses Lenkradpakets. Kapitel Nummer 11, das ist die Ausstattung des GT-Lenkrads. Auch hier gucken wir am besten wieder live drauf. Weiter geht's mit der Ausstattung des
Camus Lenkrads, dieses GT-Lenkrads. Ihr seht hier oberseitig sind 4 Buttons eingelassen, wie bereits erwähnt, mit demselben Feedback wie auch auf der Wheelbase, mit demselben Farbschema. Dann darunter habt ihr diesen 3-Wege-Schalter, den ihr in 3 Positionen belegen könnt. Mitte, oben oder unten und rechts einen VIP-Schalter, der immer zur zentralen Mittelstellung zurückkehrt. Darunter habt ihr diese Encoder, sehr leichtgängiges Feedback und das war's. Weitere Bedienelemente, klarerweise rückseitig die beiden Schaltpedals und das soll es an dieser Stelle in Sachen Bedienelemente gewesen sein. Kapitel Nummer 12, das ist der Quick Release. Über den Quick Release wird die Wheelbase mit dem Lenkrad verbunden. Auch dies sehen wir uns am besten live, direkt am Rig oder an meinem Tisch an. Ihr habt diesen Quick Release, den kennt ihr auch aus meinem damaligen Moser Review, der sehr gleich, sehr ähnlich aufgebaut ist. Ihr habt oberseitig 1, 2, 3, 4 Kugeln, hier unterseitig jetzt 6 Kugeln eingelassen. Und wenn ich diese jetzt auf die Wheelbase zentriere und drücke, dann rastet dieser Quick Release vollautomatisch ein. Ich zeige euch die Bilder jetzt live am Rig, da funktioniert das besser, wenn das Ganze fixiert ist. Hier gibt es nicht viel zu sagen, wie ihr jetzt diesen Quick Release auf eurem Lenkrad montiert, in welchem Winkel, das ist unerheblich für euch. Denn in der Software, in der Camus App Software, da stellt ihr dann eben die Zentrierung, die Mittelstellung des Lenkrads einmal ein, klickt auf Bestätigen und habt das Lenkrad somit zentriert. Vergesst diesen Aspekt auf keinen Fall, bevor ihr mit den ersten Rennstarts loslegt. Zentriert auf alle Fälle das Lenkrad in der Camus App. Diese Zentrierung, die merkt sich dieses Ding auch bei den Neustarts. Dann seid ihr entsprechend im Spiel ordentlich zentriert unterwegs. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 13, Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der Wheelbase besteht aus Aluminium. Haptisch fühlt sich die Camus Wheelbase sehr massiv, sehr schwer an. Der Quick Release der Wheelbase ist aus Metall ausgeführt und fühlt sich ebenso solide an. Die Stecker rasten satt in den Buchsen an der Rückseite ein und sitzen ordentlich. Beim Lenkrad kommt Aluminium fürs Gehäuse und die Schaltmechanik zum Einsatz. Die Schaltpedals und die Frontplatte der Buttonbox, die sind aus Carbon. Das Lenkrad ist mit Glattleder überzogen und innenseitig mit einem Kreuzstich vernäht. Der breite Mittelstellungsring wurde ebenso sauber eingearbeitet. Der Lederbezug fühlt sich sehr dick und solide, gut gepolstert an und wurde an den Übergängen zur Frontplatte gequetscht und verklebt. Die Buttons rasten ähnlich einem Schalter ein und haben einen längeren Betätigungsweg als die üblich gewohnten Buttons mit diesen kurzen Schalt- bzw. Druckpunkten. Das Einrastfeedback der Drehschalter ist nur leicht spürbar und die Rasterung sehr klein gehalten. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 14, das ist die Akustik. Es dringen keine störenden metallischen Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase nach außen, außer ihr provoziert extrem raue und fast schon unnatürliche Settings. Damit ist die Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir Fernseh gucken will. Gleiches gilt für den Quick Release, welcher durch die Massivität und Spielfreiheit keinerlei Geräusche von sich gibt, mit Ausnahme extrem rauer Settings. Die Schaltmechanik ist mit um die 70-71 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung hörbar und somit das einzige, was akustisch wahrzunehmen ist. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, die Optik. Die in schwarz gehaltene Wheelbase wirkt sehr wuchtig. Der solide wirkende Quick Release sieht ebenso kompromisslos aus. Frontseitig fallen die Schalter an der Wheelbase auf, die man so bei den Mitbewerbern nicht gewohnt ist. Seitlich an der Wheelbase ist der Camus-Schriftzug aufgedruckt, genauso wie auf dem Quick Release. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 16, das ist die Software und die App. An dieser Stelle sehen wir uns alle Details am besten wieder live direkt am Rig an. Sehen wir uns die Camus App jetzt live am Rig an. Ihr habt zwei Möglichkeiten, diese App zu verwalten. Entweder über die Desktop-App, das heißt über das installierte Programm direkt am PC, oder über das Tablet bzw. Smartphone. Wenn ihr euch dieses Ding herunterlädt,
dann könnt ihr ebenso auf diese App zugreifen. Kümmern wir uns zuerst um die Desktop-App. Ich zeige euch die möglichen Einstellungen. Eins ganz wichtig für euch, wenn ihr dieses Camos-App-Fenster verschieben wollt, dann funktioniert dies nicht an der oberen Leiste, die hier nicht vorhanden ist. Ihr müsst auf dieses Kreuzsymbol drücken, könnt dann euer Fenster verschieben, dann wieder Escape drücken und dann an der gewählten Position fixieren. Klarerweise Vollbildmodus ebenso möglich. Wir haben hier oben die GT1 Wheelbase gelistet, die eben aktiv ist, das GT1 Steering Wheel, Pedale noch ausgegraut bei mir, anscheinend soll es eine GT1 Handbrake geben, auch hierzu ist ein Fenster vorhanden. Hier links habt ihr die Reiter Main, das heißt, das ist das Hauptfeld, verfügbare Spiele, Parameter, Test and Set und einen Update-Button. Beim Update-Button könnt ihr den Firmware-Assistenten hier öffnen und ihr seht die aktuellsten 1.5.4 Firmware derzeit bei mir bei der GT1 Wheelbase Pedale Handbrake, natürlich derzeit noch nicht am Start in meinem Fall. Gehen wir das von unten hier durch, Test and Set. Da könnt ihr entsprechend die Mittellage eures Lenkrads einsehen. Ihr könnt die Buttonbelegungen angezeigt bekommen. Ich sehe mal hier, an der Wheelbase sehe ich das hier nicht. Ihr seht oben den eingestellten Drehwinkel, den ihr natürlich auch direkt hier verändern könnt oder über den Slider. Weiter geht es zu dem für euch am wichtigsten Menüpunkt Parameters. Auch hier ziemlich selbsterklärend, sehr abgespeckt. Für mich ein sehr positiver Aspekt, alles sehr einfach. Ihr habt die Power der Wheelbase, die Effekte, die Dämpfereffekte und dann die entsprechende Reibung, Natural Inertia und Idle Spring. Idle Spring ist der Effekt, wenn ihr jetzt im Idle, das heißt im Nicht-Rennbetrieb unterwegs seid, wie sich euer Lenkrad zurück zur Mitte zentriert. Ich habe relativ lang für euch rumgetestet und mir dann entsprechende Profile angelegt. Die gehe ich jetzt ganz schnell für euch durch. Test Nummer 1, das ist mein Race Room Profil. Hier einen Steering Angle bei den von mir verwendeten GT-Fahrzeugen 540. Dann die Power der Base, die belasse ich üblicherweise auf 100%. Den Rest, den regle ich dann im Spiel. Bei Race Room habt ihr einen Force Feedback Multiplier. Da könnt ihr dann sehr komfortabel euer Force Feedback runter oder rauf regeln, direkt am Lenkrad, oder ich habe das auf einen Drehregler gelegt und seid sehr komfortabel unterwegs. Die Effekte habe ich bei 100% belassen, Natural Damper auf 40% runtergesetzt, Friction und Inertia rausgenommen und Idle Spring betrifft uns in-game klarerweise nicht. In Sachen R-Faktor 2 habe ich die Power etwas runtergesetzt. Hier habe ich den Force Feedback Multiplier direkt am Lenkrad über diese Buttons nicht gefunden. Keine Ahnung, gebt mir einen Tipp, wo ich das im Menü finde. Effects Ratio etwas runtergesetzt, sonst ist R-Faktor 2 in meinen Augen zu künstlich unterwegs mit den Effekten und die kommen zu extrem übers Lenkrad rüber. Natural Damper auf 50%, Friction und Inertia auf 40%. Mein Dirt 2.0 Setting, Lenkwinkel 45, die Power auf 50% runtergesetzt, Effects Ratio auf 100%, Damper, Friction und Inertia auf 15% runter. Assetto Corsa Competizione, Steering Wheel Angle 900 Grad, die Power auf 80%, Effects Ratio auf 90 hoch, Damper 50, Friction, Inertia auf 35%. Und das alte Assetto Power auf 100%, hier in-game runtergeregelt, um das Software-Clipping im Spiel zu vermeiden. Effects Ratio auf 100% hoch, Natural Damper 35, Friction und Inertia jeweils 20% gesetzt. Das waren jetzt so die für mich oder für euch wichtigsten Settings hier kurz erklärt und aufgelistet. Welche Möglichkeit habt ihr noch? Ihr könnt dies mit dieser App verstellen. Dieser Anmeldeprozess mit der App, das ist in meinen Augen derzeit noch zu ausführlich. Die App ist in meinen Augen nicht sonderlich reaktionsschnell, wie ihr das sehen könnt, und springt dann auch gerne wieder auf den Homescreen zurück.
Und das war es auch schon jetzt mit der App. Kurz vorgezeigt, ihr seht, das ist noch kein finaler Status, mit dem ihr leben oder zufrieden sein wollt. Im Moment, Stand Anfang Juni 2022, ist die App in meinen Augen noch nicht ausgereift. Zu oft zurückspringen zu dem Homescreen. Ihr könnt auch die Parameter jetzt nicht direkt verwalten, das fehlt bei dieser App noch. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr seht ansonsten hier dieselben Werte, aber beispielsweise jetzt sollten diese Werte hier von der Desktop-App 1:1 in der App übernommen sein. Auch das ist nicht der Fall. Das heißt, ich rate derzeit nicht, die Camus-App zu verwenden, sondern definitiv auf die Desktop-App zuzugreifen. Diese funktioniert stabil, einwandfrei und problemlos. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, das ist der Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest war ich überwiegend mit Assetto Corsa Competizione, Dirt Rally 2.0 Race Room und R-Factor 2 unterwegs. Üblicherweise bin ich via VR unterwegs, wenn ein Support gegeben ist. Für die Aufnahmen meiner Videos nutze ich aber meistens der Einfachheit halber meinen Monitor. Die Camus Wheelbase ist an einem Race X verbaut und die Motion wird von Simrig SR2 umgesetzt. Als Sitz verwende ich einen Race X Seat und als Shifter und Handbrake kommen in diesem Review die erst kürzlich reviewten Akina und Pikes Produkte zum Einsatz. Als Pedale verwende ich in diesem Test die Asetek Forte Pedale, die ich euch erst kürzlich vorgestellt habe. Ich bin jetzt seit über 1-2 Wochen viele Runden unterwegs gewesen und ein wichtiger Aspekt war, dass alles stabil und ohne Systemabstürze abgelaufen ist. Gleiches gilt für das Force Feedback, welches ohne Aussetzer funktionierte. Gehen wir an dieser Stelle wieder live ans Rig, um sehr ausführlich über meine Erfahrungen zu sprechen. Starten wir mit Dirt Rally 2.0, ein Spiel, das ich immer empfehle, um etwas Abwechslung in eure Rundstreckenrennen zu bringen. Ich bin mit den Setups, wie eben erklärt, über die App unterwegs. Achtet bei Dirt Rally 2.0 dann immer auch auf den richtig eingestellten Lenkwinkel. Ein Spiel, das dies nicht automatisch erkennt, wenn ihr hier 1080 am Start habt. Ihr könnt jederzeit in-game über Alt-Tab klarerweise die Camus-App aufrufen und ihr seht Dirt 2.0 Final bei mir das Setting abgespeichert. Load und dann könnt ihr wieder zurück ins Spiel springen. Wie gesagt, über die Alt- und Tab-Taste könnt ihr hier durchschalten und Dirt Rally 2.0 nochmal hier auf Neu starten und dann loslegen. Ein Spiel, bei dem ich in-game nichts verändert habe vom Force Feedback, das habe ich mal so belassen und dies über die App geregelt. Ein Spiel, bei dem es klarerweise schwer ist, mit euch über diverse Sachen zu sprechen. Das Ganze ist relativ anspruchsvoll, aber ich gebe wie immer mein Bestes. Was fällt mir jetzt auf bei Dirt Rally 2.0? Ich habe ein sehr vertrautes Gefühl der Wheelbase. Das ist die erste Überraschung für euch vielleicht. Das liegt für mich auf einem Niveau der bekannten Wheelbases von mir. Fanatec Podium DD1 Simucube SC2 Pro. Es fühlt sich der Untergrund sehr gut spürbar an, ohne nicht zu nervös rückgemeldet zu bekommen. Ich habe ein sehr kompaktes Feeling am Lenkrad. Alles funktioniert sehr direkt. Nicht schwammig, sehr präzise, realistisch gedämpft, nicht unnatürlich. Das fühlt sich auf den ersten Metern alles sehr vertraut, sehr kompakt an. Das war für mich gleich die erste große Überraschung. Mit den Kraftsettings bin ich über die App etwas runtergegangen und immer noch entsprechende Power hier, die am Lenkrad rumkommt. Ich weiß nicht, mein Mikrofon, das habe ich hier am Shirt angebracht. Das Einzige, was ihr hier etwas poltern hört, das ist mein Motion-System. Von der Wheelbase ist absolut nichts zu hören. Auch das an dieser Stelle ein für euch wichtiger Aspekt. Hier kracht nichts raus aus dem Ding. Alles fühlt sich sehr kompakt einfach an. Das Lenkrad sitzt super auf dem Quick Release. Ich spüre hier kein Klackern.
Und das Fahren gelingt einwandfrei, sehr präzise. Ein Out-of-Box, ohne lang in irgendwelchen Settings rumfrickeln zu müssen. Wunderbares Setup, das hier über Dirt Rally 2.0 mit der Camus DD15 Wheelbase rumkommt. Weiter geht's mit Assetto Corsa Competizione. Hier kurz ins Menü geblickt. Zuvor habe ich wieder über die Camus App mein Profil zu ACC geladen. Nochmal 80% Power in dem Fall, Effects Ratio auf 90 hoch, Natural Damper 35, Friction und Natural Inertia ebenso 35%, die für mich angenehmsten Settings. Ihr seht hier beim Belegen der entsprechenden Achsen, das wird wunderbar erkannt, Camus DD Wheelbase 2021, so wird dieses Ding genannt. Ich habe mir hier ein Preset erstellt für Camus Wheelbase und die Aztec Forte Pedale. Beispielsweise hier bei den Drehreglern die Traktionskontrolle auf Erhöhen und Verringern gesetzt und an dieser Seite Force Feedback Verstärkung erhöhen und verringern. Ein sehr komfortables Feature in-game, um das Force Feedback rauf oder runter drehen zu können. Starten wir mal ein beliebiges Spiel, eine kleine Testrunde, ein Einzelspieler, hier beispielsweise Spa, und dann geht die Sache los. Was euch auffällt bei diesem großen GT-Lenkrad, eine bedingte Erreichbarkeit der Buttons. Das muss euch bewusst sein, um die Hände am Lenkrad zu lassen und dann Buttons zu erreichen, müsst ihr bei diesen oberen beiden Buttons eure Daumen bereits gewaltig strecken. Das gleiche gilt hier für die VIP-Schalter, gerade noch so erreichbar, und ab hier Hände vom Lenkrad, um bedienen zu können. Die Eingabemöglichkeiten halten sich beschränkt, können erweitert werden, wenn ihr die Buttons hier direkt an der Wheelbase belegt. Starten wir rein in eine Runde Assetto Corsa Competizione. Achtet immer, ob der Lenkwinkel, der eingestellte über die Camus App, im Spiel übereinstimmt. Das seht ihr am besten, wenn ihr das Lenkrad hier zu 90 Grad dreht. In-game auch 90 Grad, alles fein. Ich drehe mal hier die Traction Control auf etwas kräftiger runter, um mich besser auf Sprechen konzentrieren zu können. Was fällt mir auf den ersten Metern? Machen wir den Gemüsetest. Hier gleich mal durch die Wiese mit Hoppeln. Das einzige, was hoppelt, ist mein Motion-System. Ihr werdet von der Wheelbase absolut kein Schlagen, kein Klackern, gar nichts vernehmen. Das ist das Erste, das euch sofort auffällt. Hier kommt kein Geräusch vom Quick Release und Punkt. Was mir bei Assetto Corsa Competizione sofort aufgefallen ist, das wunderbar transparente Feedback. Ich zeige euch das, wenn ich dann über die Curbs etwas fahre. Nehmen wir mal Ihnen die Curbs etwas mit. Ihr spürt sofort diesen Übergang von Strecke zu Curbs übers Lenkrad sehr fein raus. Oder innen jetzt. Oder wenn ich über die Curbs seitlich drüber fahre, dieses feine Vibrieren, das könnt ihr wunderbar angenehm vernehmen. Hier an den Einlenkpunkten, wenn ihr etwas zu schnell am Start seid, etwas Untersteuern am Start habt, dann spürt ihr auch, wie die Haftreibung an den Vorderrädern nachlässt, euer Lenkrad etwas leichter wird und euch somit signalisiert, ihr seid zu schnell, wie jetzt von mir hier provoziert, in die Kurve reingefahren. Die Dämpfung über die Mittelachse aus der Ausgangslage, die ist sehr angenehm. Achtet bitte auf eure präferierten Einstellungen. Force Feedback ist ein sehr stark subjektives Thema. Der eine möchte mehr Dämpfung, der andere weniger. Ich reduziere die Dämpfung meistens auf ein Minimum. Nicht zu rau, sonst wird dies zu künstlich. Aber das Lenkrad eher leicht gedämpft. Erhöhe die Force Feedback Effekte gern. Das ist so meine Geschmackssache, wie ich so unterwegs bin. Zusammengefasst auch hier bei Assetto Corsa Competizione nochmal übers Gemüse, nochmal über die Curbs gebrettert. Kein Schlagen, alles ruhig, alles gut. Ihr seht auch,
mit dieser mittelmäßig bis leichten Dämpfung kein Oszillieren des Lenkrads vernehmbar. Vielleicht machen wir das noch auf der Geraden nach der En Rouge. Fahren wir die En Rouge jetzt mal im Renntempo durch. Da habt ihr schön die Fliehkräfte bzw. Haftungskräfte am Lenkrad simuliert. Hier innen kurz rein, kurz vom Gas, nochmal voll drauf. Und auch hier fühlen sich die Curbs wunderbar an. Jetzt auf der Geraden mit über 230 unterwegs. Und auch hier seht ihr, kein Oszillieren zu provozieren. Das funktioniert wunderbar und einwandfrei. Nächstes Spiel, Forza Horizon 5, ein Arcade Racer, der in der Open World spielt. Gehen wir in die Belegung rein, sehen wir, ob alles erkannt wird. Beschleunigen, bremsen, hier auch meine E-Stick Forte Pedale, die Lenkung, Gerätachse, alles okay. Eine Handbremse, Equina Handbrake, da seht ihr den Vorteil, wenn ihr mit einem PC unterwegs seid. Da könnt ihr belegen, was ihr wollt, mit welchen Geräten diese miteinander kombinieren, alles möglich. Runterschalten viel weiter unten belegt. Die Logik dessen, die erklärt sich mir nicht, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Für euch nur ganz wichtig, um belegen zu können, setzt hier oben bei Lenkrad auf individuelle Lenkradbelegung. Das ist ganz wichtig, um sämtliche Buttons alles belegen zu können. Springen wir hier mal raus. Ihr könnt bei Forza Horizon empfiehlt es sich parallel den Controller zu verwenden, um in den Menüs komfortabel rumspringen zu können. Das ist so ein Tipp von meiner Seite. Und dann gehen wir mal raus auf Fortsetzen, rein in die Open World und sehen uns, wie das Force Feedback rumkommt. Ich habe jetzt hier mal nichts verändert, habe noch über Camus das Profil von Assetto Corsa Competizione aktiviert, von eben. Dann sehen wir mal, was bei Forza Horizon 5 rumkommt. Das ist jetzt wirklich ein Ersttest, ein Blindtest von meiner Seite. Ich war in Forza Horizon 5 noch nicht wirklich unterwegs. Ich habe mich mehr auf die Sim-Racing-Anwendungen kombiniert. Das ist nur für euch jetzt von Interesse, wenn ihr eben abseits der üblichen Sim-Racing-Anwendungen auch gerne mal etwas Casual-mäßig, etwas Arcade-mäßig mit eurer Camus DD Wheelbase unterwegs sein wollt. Die Belegung vom Start weg funktioniert schon mal einwandfrei. Das ist sehr positiv. Kombiniert mit diversen Dingen wie Forte-Pedalen, Equina Handbrake, Pikes Shifter und so weiter ebenso kein Problem. Und jetzt im Spiel angekommen. Was euch auffällt, die Lenkradeingaben, die funktionieren problemlos. Hochschalten, runterschalten, Handbremse, all dies wird erkannt. Motion läuft klarerweise problemlos, das wissen wir bereits. Ebenso die Pedale. Ein großes Aber jetzt noch bei Forza Horizon 5, Stand Juni 2022. Ich habe hier kein Force Feedback. Das Lenkrad geht leer durch, keine Effekte. Ihr könnt das hier erkennen, auch hier bei einem Crash. Gar nichts am Lenkrad. Ihr könnt dieses Spiel spielen, müsst aber auf jegliche Effekte verzichten. Das macht in meinen Augen so keinen Sinn mit einem Lenkrad. Da bevorzuge ich hier lieber den Controller in die Hand zu nehmen, meine Füße hochzulegen und hier zumindest etwas an Force Feedback an den Controller geliefert zu bekommen. Hier gilt es also dringend von Camus, dies zu fixen, dies zu patchen und schnellstens in Ordnung zu bringen. Das Spiel Forza Horizon 5 wird auch auf der Homepage beworben und da haben wir eine Halbwahrheit. Wie bereits erwähnt, die Eingaben, die gehen okay, alles wird erkannt, das ist kein Problem, aber Force-Feedback-Effekte, eine Kraft am Lenkrad, die darf klarerweise bei einem Spiel nicht fehlen. Machen wir weiter mit R-Factor 2. Wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr, eins meiner Lieblingsspiele in Sachen Force-Feedback, Reifenphysik. Ein Spiel, bei dem sich alle Details aus einer Wheelbase, aus einem Wheelbase-Lenkradpaket herauslesen lassen. Wir sind hier mit dem Porsche 911 GTE auf Watkins Glen unterwegs. Ich habe das Force Feedback jetzt etwas kräftig eingestellt. Auch hier wunderbar rauszuspüren die Curbs. Eine Strecke, die ich gern verwende, schöne langgezogene Kurven.
um auch den Haftungsabriss, und ihr seht hier, das Übersteuern gut simulieren zu können. An dieser Stelle muss ich erwähnen oder möchte ich erwähnen, ich habe bei meinen vielen unzähligen Testrunden bis dato noch keine Ghost Shifts gehabt. Das heißt, alle Schaltvorgänge, die kommen so im Spiel an. Kein einziger der zigtausenden Schaltvorgängen der letzten Tage, Wochen wurde übersprungen. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben wiederum ein sehr direktes Force Feedback. Ich habe eine leichte Dämpfung am Lenkrad drauf. Und hier in den Kurven, das provozieren wir eventuell in der nächsten Kurve, hier so ein leichtes Untersteuern. Auch das spürt ihr wunderbar aus dem Lenkrad raus. Im Speziellen dann, wenn ihr zu schnell in der Kurve dran seid, wie ich das hier jetzt provoziere, das Rutschen über die Vorderräder, dann wenn der Grip nachlässt, auch das wird wunderbar von der Camus DD Wheelbase wiedergegeben. Versuchen wir mal ein Übersteuern zu provozieren aus einer engen Kurve raus, um zu sehen, wie wir dies abfangen können, die Reaktionsschnelligkeit. Das versuchen wir jetzt hier aus dieser spitzen Kurve raus, etwas zu früh ans Gas zu gehen. Und ihr seht, auch hier lassen sich etwaige Dreher wunderbar und reaktionsschnell abfangen. Zum Schluss wie immer meine Königsdisziplin, das alte Assetto Corsa, das Rennspiel, die Simulation, bei der ich am meisten Spielstunden drauf habe, meine meisten Erfahrungen mitbringe und damit 25 verschiedene Lenkräder Wheelbases mittlerweile getestet habe. Ich bin üblicherweise immer mit VR unterwegs, da spüre ich die Effekte besser raus. Das ist meine virtuelle Realität, die ich immer dem Monitor bevorzuge. Ausnahme, wenn ich für euch Videos aufnehme, aber ansonsten immer in VR. Darum entschuldigt, ich setze jetzt die Brille auf, um euch bestmöglich eine Runde Nordschleife Ferrari 488 GT3 rückmelden zu können. Ich hoffe, das seht ihr jetzt alles hier auf dem Moni, alles okay, das sollte in Ordnung gehen. Und starten wir los. Das ist auch für mich die einfachste Wahl, die beste Wahl, Wheelbases zu unterscheiden, ohne voreingenommen zu sein. Das ist wie ein Blindtest. Und auf den ersten Metern spüre ich ein enorm präzises Force-Feedback. Hier, wenn ich über die Curbs brettere, das fühlt sich wunderbar an, sehr direkt. Ich habe ein eher kräftig eingestelltes Force-Feedback jetzt am Start. Das könnt ihr an der Telemetrie sehen, an diesem Balken, an diesem grauen Balken. Ich würde jetzt sagen, hier sind wir im Bereich Spitzendrehmoment 12 bis 13 Newtonmeter unterwegs. Gleich mal drüber über Schwedenkreuz. Ich spüre hier wunderbar das Leichtwerden des Fahrzeugs, einen leichten Gripverlust in den schnellen Kurven. Wir nehmen hier etwas den Curb mit, auch das spüre ich wunderbar raus. Jetzt schnell eine Highspeed-Kurve, etwas Rasen mitgenommen, auch hier wunderbar der Gripverlust. Etwas untersteuern, rutschen an der Vorderachse, Fuchsröhre. Nehmen wir hier etwas die Curbs mit, auch hier alles wunderbar. In langsamen Passagen, wo wir wenig Abtrieb haben, auch das fühlt sich sehr gut an. Jetzt nehme ich diese feinen Kopfsteinpflaster hier linksseitig mit. Auch die spüre ich sehr transparent raus. Ein leichtes Übersteuern provoziert, das machen wir hier gleich nochmal.
etwas zu früh ans Gas. Provozieren wir ein leichtes Übersteuern. Auch dies lässt sich wunderbar sehr schnell, sehr reaktionsschnell abfangen. Sehr einfach die Scheitelpunkte zu treffen. Jetzt hier hart am Anbremsen, wieder früh ans Gas. Und ihr seht, das Übersteuern lässt sich wunderbar und präzise abfangen. Jetzt geht es dann Highspeed in Richtung Karussell. Hier werden wir dann wie gewohnt beobachten, wie sich die aneinandergereihten Platten verhalten. Kann ich dies rausspüren oder sind das lediglich nur kurze, stumpfe Schläge? Bis jetzt hier auf der halben Nordschleife muss ich euch rückmelden, ich kenne hier keinen Unterschied in Sachen Force-Feedback-Verhalten, ob ich mit meiner Fanatec oder nahezu Simucube Wheelbase unterwegs bin. Das fühlt sich wunderbar transparent, sehr knackig, sehr präzise an. Rein ins Karussell. Und auch hier spüre ich wunderbar heraus diese Resonanzen, diese feinen Schläge, die am Rim, am Lenkrad sehr gut ankommen. Zugegebenermaßen bin ich vorher mit dem Cube Controls F Pro Lenkrad unterwegs gewesen. Ein nochmals stabileres, solideres Lenkrad. Und hier kommen diese Schläge nochmal deutlicher, nochmal transparenter ans Lenkrad. Da habt ihr natürlich einen Unterschied zu einem 290 € Lenkrad und einem F Pro, das über 1000 € zu Buche schlägt. Im ganzen Aufbau, in der Kompaktheit, in der Wertigkeit. Aber auch hier mit diesem GT-Lenkrad kommen die Effekte sehr gut rum. Entschuldigt meine Fahrweise, aber Sprechen und Nordschleife ist nicht wirklich mein Ding. Zu früh ans Gas und ihr seht einen leichten, ich bin von den Settings hier ingame bei Assetto Corsa mit den zusätzlichen Effekten um die 30-40% unterwegs. Im Moment ist mein Force Feedback, würde ich jetzt sagen, fast zu kräftig. Ich habe jetzt in-game 75% gewählt und in der App 100% Power. Da würde ich jetzt für einen Long Turn eher runtergehen in Richtung 60% in-game. Mir kommt das deutlich stärker als 12 Newtonmeter vor, eher in Richtung Peaks 13 bis 14. Das heißt, in Sachen Power gibt es ja weit genug Spielraum nach oben. Auch gesehen wie vorher mit diesem großen Nesca Wheel, mit dem ich mich geschunden habe, 35 cm Durchmesser. Das heißt 15 Newtonmeter oder sogar Peaks darüber, die diese Camus DD bietet, weitaus genug. Gucken wir auf das Oszillieren auf der Geraden. Ihr seht auch hier alles im grünen Bereich. Ich habe hier sehr raue Effekte am Start. Ein leichtes Klackern könnt ihr jetzt vernehmen. Aber in Sachen Oszillieren, auch bei Vollspeed, absolut kein Problem. Das soll es nun gewesen sein mit einer Runde Nordschleife. Gehen wir zurück an den Arbeitsplatz und biegen wir ab auf die Zielgerade. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie mein Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 18, die Nachteile. Forza Horizon 5 ist auf der Homepage des Anbieters gelistet, kann belegt werden, bringt aber Stand heute kein Force-Feedback ans Lenkrad. Dies gilt es unbedingt zu fixen. Zweiter Negativaspekt ist die App am Smartphone oder Tablet, die noch nicht ausgereift ist und immer wieder zurück auf die Startseite springt und derzeit keine Profilverwaltung zulässt. Im Gegensatz dazu funktioniert die App am PC aber einwandfrei. Die Montage der Wheelbase ist über ein komplett eigenständiges Lochbild, nicht Plug and Play ausgeführt
Hier hätte man bekannte Lochbilder von Fanatec oder Thrustmaster kopieren können. Dann wäre auch die Camus Base auf so gut wie jedem Rig ohne bohren zu müssen kompatibel. Ein weiterer Nachteil ist die schwere Erreichbarkeit der Buttons, wenn man die Hände am Lenkrad lassen möchte. Und letzter negativer Aspekt ist das Ökosystem, welches Stand heute nur mit einem GT-Wheel daherkommt. Wollt ihr eure Lenkradauswahl erweitern, dann heißt es nach Drittanbietern Ausschau zu halten. Kapitel Nummer 19, die neutralen Aspekte. Erster neutraler Aspekt ist ein rein subjektiver. Ich finde die Camus Wheelbase optisch nur mittelmäßig ansprechend und man merkt, dass in der Designabteilung absolut gespart wurde. Ebenso zweckmäßig kommen die Verpackung und der Auftritt über die Website daher. Das Lenkrad ist auf der Homepage deutlich hässlicher abgebildet, als dies in Wirklichkeit der Fall ist. So etwas kann ich absolut nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Die Materialien fühlen sich zweckmäßig an, das Schaltfeedback ist mittelmäßig, das Klicken der Schaltmechanik ebenso durchschnittlich und eher leichtgängig. Letzter Aspekt ist, dass das Lenkrad samt Buttonbox zuerst zusammengebaut werden muss. Hier heißt es auch aufpassen, dass das Kabel zwischen Buttonbox und Quick Release nicht eingeklemmt wird. Kapitel Nummer 20, die positiven Aspekte. In Sachen Verarbeitung und Materialwahl ist Camus gut aufgestellt. 3 mm dicke Carbon-Pedals, eine massive Buttonplate und ein sehr massives Gehäuse der Wheelbase ist vertrauenserweckend. Die Haptik und Verarbeitung des mit Glattleder überzogenen Lenkradkranzes ist großartig, die Nähte fehlerfrei verarbeitet. Rückseitig wurden Einbettungen für die Finger eingearbeitet, die ein ergonomisches Griffgefühl vermitteln. In Sachen Wheelbase ist die Kraft von 15 Newtonmeter für mich als goldene Mitte zu bezeichnen. Ich nutze im Alltag kräftige Peaks bis zu 13 bis 15 Newtonmeter und habe hier mit der Camus 15 Newtonmeter Wheelbase keine Einschränkungen hinzunehmen. Den Quick Release beurteile ich als den bis dato besten aller meiner bisher getesteten Wheelbases, genauso wie dies beim Moser Racing der Fall war. Die Bedienbarkeit ist einfach super und mit einem satten Klacken sitzt das Lenkrad bombenfest auf der Motorachse und erledigt. Der ordentlich dimensionierte Durchmesser und die knackige Mechanik vereinen die Wheelbase und das Lenkrad zu einer spielfreien Einheit. Genauso soll dies bei Direct Drive sein. Ein sehr positiver Aspekt ist die Offenheit in Sachen Kompatibilität. Das 70 mm 6-Lochkreisbild ist direkt am QR vorhanden und somit stehen Drittanbieterlösungen nichts im Wege. Der Kauf teurer Lenkradadapter entfällt somit. Die umfangreichen Eingabemöglichkeiten direkt an der Wheelbase sind ein weiteres Komfortplus. Wenn ein Lenkradaufsatz ohne Elektronik fürs Driften zum Einsatz kommt, ist man in Sachen Buttoneingabe direkt über die Wheelbase froh und kann auf eine separate Buttonbox verzichten. Der größte positive Aspekt ist in meinen Augen das Force Feedback, welches auf der Rennstrecke rumkommt. Die sehr einfache und abgespeckte Software mit einer Handvoll Reglern genügt. Im Blindtest würde ich keine Unterschiede feststellen können, ob ich mit meiner Simucube SC2 Pro oder der Camus Base unterwegs bin. Hierbei setzt sich Camus von der kürzlich getesteten Moser R16 Wheelbase und von meiner Fanatec Podium DD1 ab. Das Force Feedback bekomme ich problemlos gedämpft oder kristallklar und rau eingestellt und zusätzlich profitiert Camus verglichen mit meiner Fanatec Podium DD1 Wheelbase von dem deutlich besseren Quick Release System. Bei all meinen getesteten Anwendungen operiert das Force Feedback auf einem durchgehenden, konstanten, hohen Niveau. Weiters habe ich nach vielen Runden mit Camus keine Probleme mit unvorhersehbaren Schlägen oder lauten Klackern aus der Wheelbase. In diesem Punkt bekommt Fanatec dieses Problem seit Jahren nicht in den Griff. Und letzter positiver Aspekt ist, dass die Camus Wheelbase auch unter Volllast kühl und der Lüfter aus Sitzentfernung unaufgeregt bleibt. Kapitel Nummer 21, Fazit und die Kaufempfehlung. Für dich ist die Camus Wheelbase und das Lenkrad dann interessant, wenn du dich auf das Wesentliche beim Simracing konzentrieren und Geld sparen willst. Um knapp 800 € bekommst du mit der Camus 15 Nm Wheelbase das in diesem Preisbereich beste Force Feedback gepaart mit reichlich Power geboten. Abstriche zu den meist deutlich teureren Mitbewerbern musst du dabei auf der Rennstrecke keinesfalls hinnehmen. In Sachen Lenkradauswahl bist du mit dem preislich fair aufgestellten GT-Lenkrad
gut aufgehoben und in Wirklichkeit sieht dieses wesentlich besser aus als auf den Produktfotos von Camus. Wenn du vom Start weg auf ein großes Ökosystem Wert legst und keine Drittanbieter-Lenkräder ins Auge fassen möchtest, dann musst du dich derzeit nach einem anderen Anbieter umsehen. Und jetzt seid ihr am Zug. Postet bitte in den Kommentaren mit rein, was ihr von dem vorgestellten Camus Bundle haltet. Würde Camus für dich eine Option abseits des Mainstreams sein? All dies würde mich interessieren. Und so kommen wir zu einem sehr spannenden Ausblick. Direkt nach diesem Review werde ich am Review der neuen Cube Controls Pedale zu arbeiten beginnen. In nächster Zukunft soll die Moser R9 Wheelbase samt GS-Lenkrad eintreffen. Auch davon wird es ein gewohnt ausführliches Review samt Vergleichstest zur Fanatec DD Pro Wheelbase geben. Dies habt ihr sehr oft in meinem Kanal gewünscht. Weitere spannende Inhalte wie von Pineapple Grips sind bereits in Planung. Stay tuned. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Euer Ron.